So, es geht weiter, JL-Projekt. Das ist vom Lackierer zurückgekommen. Severin, richtig geil. Was sind die nächsten Schritte? Wie gehe ich vor? Das zeigen wir euch heute. Also, wir versuchen euch ein bisschen mehr zu zeigen von dem Ganzen, wie gehen wir vor. Und ihr seht jetzt hier, das Zeug ist alles komplett lackiert. Was sind ein bisschen die ersten Schritte? Oder? Das ist wichtig bei einem Projekt, dass man ein bisschen einen gewissen Ablauf hat. Und das wollen wir jetzt euch genau zeigen, an dem Beispiel von dem Sachs, von dem Zweigang. Und was mache ich zuerst? Oder? Also lackieren, das ist immer so eine Sache. Jetzt hier vom Ten Fingers, das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig dicke Lackschicht, sondern es ist viel feiner, weil es hat nicht viel Klarlack drauf etc. Das ist für uns natürlich sehr angenehm. Aber trotzdem, es hat da überall da die Gewinde da hinten und die Löcher, die Schrauben durch müssen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der erste Schritt. Ich habe hier ein paar Gewindböhrer, M5 und M6 meistens, vielleicht noch M8. Ich gehe einfach schnell durch und schaue, wo hat es noch viel Farbe drin, wo müssen Schrauben rein. Und die gehe ich eigentlich die Gewinde nachschneiden. Das ist mal der erste Schritt. Also, da hinten haben wir ein paar M6-Gewinde. Da kommen natürlich nachher die ganzen Halterchen an. Beim Pulver, wenn es natürlich pulverbeschichtet worden ist, ist das noch viel, viel schlimmer. Also da hat es jetzt gar nicht so viel Zeugs. Auch da die ganzen anderen, das sind dann einfach nur Löcher meistens. Ich probiere natürlich immer die Farbe nicht wegzunehmen. Bei einem Gewinde ist klar, dort muss sie weg. Und bei den anderen, dort lasse ich es mal auf mich zukommen. Wenn die Schraube nicht durchgeht, kann man es immer noch im Nachhinein dann schön ausbürlen. Da haben wir noch die Tankbefestigung. Das ist sicher auch noch ein Gewinde. Da jetzt sehen wir natürlich ganz alles, ist ein bisschen schwierig zum Video zu zeigen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Rixey-Emblem vorne. Das habe ich schon mal hergenietet mit so Kerbnägeln, dann da die Lagerhülsen eingepresst. Das ist eine relativ aufwendige Gabel. Das ist so eine alte Gabel mit Federung, aber sehr, sehr spezielle. Das kommt nachher da drin rein und ist mit Gummi gefedert. Einerseits haben wir mal die Gummi da als Anschlag. Das zeige ich euch am besten, wenn wir das machen sind. Für das müssen wir aber unter Press. Da habe ich auch bereits schon Schrauben hergestellt. Das ist halt immer so eine Sache, oder? So ein Gäbeli, das sieht noch nichts aus, aber wenn es die alten 50er-Gabeln sind, dann braucht es halt meistens doch noch ein Drehbänkchen und eine Schweißmaschine. Und da haben wir die Lagerbüchse etc. Und das können wir jetzt zusammen alles einpressen. Und dann sehen wir auch genau, wie so eine Gabel funktioniert und was da wichtig ist zum Restaurieren. So. Also zuerst mal mit die Büchse da rein. Also, wärmen können wir jetzt hier nicht mehr. Aber wir können immerhin die dann noch kalt machen. Sehen wir, die sind schon fast gefroren. Also, was bewirken die? Das ist quasi die Verbindung zu der Hauptgabel, der Arm, und da laufen die Schrauben, die ich gedreht habe. Oder? Und darum ist das aus Bronze oder Messing. Und jetzt haben wir hier eigentlich ganz simpel, die Gabel kommt hier rein. Und jetzt hat es hier natürlich noch ein bisschen Luft. Also, ich brauche eine Schmütze. Ich regel das Ganze gut schmieren. Und jetzt kommt es hier durch die Büchse durch. Dann haben wir hier hinten noch die Standscheibe, eine Anlaufscheibe quasi. So, dann mache ich jetzt alles natürlich mit Stoppmuttern. Aussen dran. Das muss ich auch heben und darum habe ich eigentlich aussen, dass das schön aussieht. Da habe ich da Standardschrauben genommen und die aussen einfach passend gedreht. Das muss natürlich nicht so ein dicker Kopf sein, sondern einfach, dass das optisch ein bisschen schön aussieht. Die ganzen Köpfe anpasst. Das Zeug hat natürlich immer ein bisschen Spannung drauf. Da. Dann wird das natürlich schwierig. Herr Doktor, mit deinen Händchen da.
Also, weil das Zeug ist alles ein bisschen verzogen. So, jetzt ziehen wir quasi die Büchse zusammen. Die sind einfach dafür da, dass der Gummi nicht verletzt wird natürlich. So, die Distanzbüchsli. Ja, der Gummi natürlich noch. He? Gummi, Distanzbüchsli. Dann da haben wir jetzt auch schon eine sogenannte Tellerscheibe, also das ist auch schon eine Schraubensicherung. Aber gleich, dass man das auseinandernehmen muss, das geht Jahre, wenn der Gummi durch ist. Und darum machen wir das so, dass das wirklich hebt. Und jetzt haben wir dasselbe hier unten. Das passt gerade. Ja, ist schon sehr weich. Aber ich habe auch natürlich jetzt einen riesen Hebelarm. Und da vorne. So, Loctite. So, das muss da wirklich gut zusammen sein, dass die Büchse nicht, dass sich die nicht bewegen. So. Also, jetzt sehen wir mal das Prinzip von dieser Gabel. Da vorne ist das Rad drin und von oben kommt der Druck. Ihr seht, da haben wir sehr einen kurzen Weg zum Drehpunkt. Und da hinten, da fühlt es sich jetzt natürlich relativ weich an. Aber wenn ich da vorne einmal probiere, ist das natürlich ganz eine andere Geschichte, oder? Weil es einfach viel der kürze Weg ist. Also, so sieht das aus. Jetzt wäre das quasi einbaufertig. Jetzt gehen wir aber zuerst mal noch schauen, was wir sonst noch vorbereiten können. Und kommt doch gerade mal mit. Die kann ich eigentlich auf Anschlag anziehen, weil ich habe das natürlich ausgemessen, dass das noch ein bisschen Luft hat. Gut. Jetzt muss ich das bewegen, sonst tipptopp. Gut, schön satt. Das ist einmal sehr wichtig, bei Kleinmotorrad, bei Vespas etc. Das Zeug, das darf kein Spiel haben, oder? Weil die schauen immer, ob es da beim Lenkkopflagerspiel und allgemein Gabeln, das muss schön satt sein und muss natürlich laufen, ist klar, aber es muss absolut spielfrei sein. Und die Büchse könnt ihr euch vorstellen, das Ding war irgendwie 70 Jahre auf der Straße. Das war ausgelutscht, natürlich wie die Sau. Jetzt ist das wieder absolut herrlich. Also, das Nächste. Ich schaue eigentlich immer so ein Ding bei einem Maxi zum Beispiel, wo der Ständer am Motor dran ist. Dort haben wir einen Ständer gebaut, wo wir den Hobel zusammenbauen können. Und jetzt da ist es einfacher. Da haben wir den Ständer unten, den Zentralständer. Jetzt, weil es ein bisschen ringer geht, mache ich zuerst die Gabel rein und nachher den Ständer. Weil dann kann man es bereits schon mal anstellen und wir können das hier wegnehmen. Also, da haben wir die Lagerring. Genau, vorab, ich fange jetzt hier schon zusammenbauen. Aber was es noch braucht, da haben wir zum Beispiel den originalen Vorbau. Da haben wir noch das Blech, das hier kommt, etc. Das habe ich jetzt natürlich alles bereits schon mal vorbereitet. Jetzt zeige ich euch gerade mal, wie wir das machen. Oder? Wir haben hier zum Beispiel noch den Lenker, der liegt auch noch dort. Ich zeige euch das an einem kleinen Teil, weil wenn ihr alles mit anschauen müsst, geht das viel zu lang. Wie tun wir so etwas aufarbeiten? Ihr seht, das ist jetzt noch rostig und das sollte nachher eigentlich auch so ein bisschen aussehen. Rostig, aber es ist mehr oder weniger fein und es hat wieder einen leichten Glanz. Das können wir aufpolieren. Das zeige ich euch schnell, wie wir das machen. Wir haben hier diverse verschiedene Scheiben. Oder? Einmal Scotch-Scheiben und natürlich dann polieren, also eine grobe Scotch, eine feine Scotch und Polierscheiben oder eine Schwabbelscheibe. Und jetzt zeige ich euch das einmal schnell an diesem Teil. Das ist relativ simpel, weil der Rost da ist nicht, er ist schon durchgefressen durch das Chrom, aber er ist nicht so tragisch. Also da gehe ich jetzt mal zuerst mal schauen, direkt mit der Polierscheibe, was passiert. So. Also, man sieht ganz klar, der Rost ist hier durch, aber im Großen und Ganzen
glänzt es einfach wieder ein bisschen. Und das da, das tun wir dann noch mit ein bisschen Ovatrol natürlich, tun wir das dann noch versiegeln, dass es nicht mehr weiter rostet. Ganz ein anderes Teil ist jetzt als Beispiel der Lenker. Oder? Der Lenker ist ja wirklich ziemlich überall, der Chrom schon fast weg. Und da sehen Sie, da habe ich mal probiert. Das ist auch sehr, sehr rauch und es blättert weiter. Das ist ganz klar. Also da könnt ihr natürlich nicht so einen Glanz nachher erwarten, aber das ist ja auch genau das Konzept eigentlich von dem, wenn ihr dann fertig sind in der nächsten Folge. Das ist alles rostig und das ist einfach alles versiegelt und aufarbeitet. Das ist ja genau das Ziel von dem Gerät. Und jetzt gehe ich da natürlich zuerst mit dieser Scotchbürste. Wie gesagt, das ist glaube ich ein 320er. Einfach da schön das Ganze ein bisschen fein machen. Dann sieht man schon ein bisschen einen Unterschied und vor allem einen gespürten. Also das sieht jetzt so aus. Jetzt seht ihr, das ist zwar ein bisschen glänziger geworden, aber natürlich noch nicht poliert. Das kommt jetzt. Wieder ein bisschen Pasten an. Also, wenn ihr es jetzt spüren könntet, wäre natürlich noch geil. Wir haben hier die gemachte Seite und hier die rohe. Oder? Also wir haben jetzt einfach hier wieder eine feine Geschichte. Klar, das Chrom, wenn das Chrom abblättert ist, dann ist es weg. Aber es ist halt sehr, sehr authentisch. Also das ist halt der Original-Lenker. Klar, man kann für 30, 40 Franken einen kaufen, aber das ist halt wirklich eine Restauration, so wie es war. Und ich finde es recht geil. Da man sieht ganz klar, da wo es weniger rostig war, da hat es jetzt noch ein bisschen Polierpaste dran, macht aber nichts. Man sieht es aber da, wo es natürlich mehr Chrom noch dran hat, dort ist es auch glänzig, ganz klar. Und genau diesen Schritt machen wir eigentlich mit jedem Teil. Also klar, Schrauben nehmen wir alles rostfrei. Das macht keinen Sinn, dort die Dinger aufpolieren. Meistens, jetzt in diesem Fall, fehlt auch die Hälfte. Wenn man jetzt alle komplett hat, wirklich Drahtmutter etc., dann auf jeden Fall. Also Drahtmutter ist auch so ein Thema. Hat jetzt bei dem leider alles gefehlt. Aber alles, was wir haben, tun wir so wieder aufarbeiten. Und das kommt nachher richtig geil. Richtig authentisch, so ein bisschen Ratten, aber man sieht, dass technisch komplett überarbeitet ist. Also, das ist natürlich da der Schutz. Das haben wir mit dem auch gemacht, poliert. Man sieht aber da an vielen Stellen, hat es halt Gebrauchsspuren, hat es halt so ein bisschen Necke und so. Aber zu dem passt jetzt das wirklich. Das ist halt eine komplette, totale Originalrestauration. Jetzt fangen wir an mit dem unteren Steuerlager. Das ist der Ring. Dann haben wir da so ein Rohr, wo wir die schön einklopfen können. Das ist übrigens absolut professionelles, ist sogar angeschrieben. Mit Steuerrohr, Unterlager, Einklopfer oder so. Da haben wir natürlich die ganzen Lägerli, die nehmen neu. Die Innenringe, die sind jetzt noch gut gewesen. Beim einen musste ich es ein bisschen nachschleifen. Aber ganz, ganz wichtig, das Untere ist eigentlich das wichtige Steuerkopflager. Das Obere hat ja keine Kraft drauf, aber da unten kommt natürlich das ganze Gewicht vom Töffel und vom Fahrer drauf. Also das untere Steuerkopflager ist sehr, sehr wichtig. Jetzt tun wir hier natürlich auch wieder gäbig gut fetten. Wenn wir natürlich da wenn wir da jetzt zum Beispiel eine Anpassung gemacht haben oder so, da ist jetzt noch der Lack von vorne drauf. Das Bordeaux, das es war, war aber nicht ein Originallack, wohlgemerkt. Dort ist wichtig, dass man das Steuerrohr auch gerade einfettet, oder? So, jetzt, wenn wir da schon so schön dazukommen, tun wir da auch gerade, sehr, sehr wichtig natürlich, das Gewinde, die sind meistens schon recht in Mitleidenschaft gezogen, das ist jetzt noch super. Und das machen wir natürlich auch zwischendurch, dass wir einfach das Gewinde ersetzen. Also wir schneiden das Steuerrohr ab und es ersetzen. Da ist unser Schmutzi natürlich absolut daheim, oder? Genau für diesen Zweck ist es. Das ist quasi da Lagerstelle und hochdruckbeständig. Genau da ist das die Heime. Jetzt spart da wirklich nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das Zeug gut geschmiert ist. Jetzt. Gut. Also, und oben machen wir. Jetzt habe ich gerade gemeint, das sehe ich noch rostig da. Dabei ist das ja extra. Also.
Ich bin immer natürlich sehr happy, wenn da die ganzen, wenn die Lager einfach noch, die Lenkkopflager noch gut sind, weil das ist einfach schön, oder? Das ist so ein bisschen rund und geschwungen und das ist wirklich, es passt einfach sehr gut. Lenkanschlag, das hat er vorher noch gemacht, der Kriegel. So, spielfrei, läuft einwandfrei. Jetzt haben wir hier, die Originalen haben hier immer einen Schlitz. Das hat einen Grund, weil da kommt jetzt die Lampenhalterung her, oder? Sehen, das ist jetzt schon schwierig. Ich tue jetzt zuerst den Ständer montieren, weil ich will das eigentlich nicht, dass das Ding da ab dem Bock runterfällt. Ich montiere jetzt den Ständer und nachher kann man die Tasten bereits schon wegnehmen und man kann es darauf abstellen. Das ist eben geil. Und da ist halt sehr, sehr viel davon. Ihr seht, wie filigran das ganze Zeug ist. Drum, gerade so die meine Ponstur haben, also wenn es nicht unbedingt muss sein, dann hocke ich oder stehe nie aufs Töffel, wenn es auf dem Ständer ist. Weil, wenn ich das anschaue da, und das sind 100 Kilo und trampelt das Töffel an, das geht alles Vollgas auf den Ständer. Also, seid da ein bisschen vorsichtig, weil das ist wirklich sehr, sehr ungeil. Gut, dann natürlich viel Schmutzi, gut schmieren. Das ist das A und das O bei diesem Zeug. So. Das passt. Und jetzt nehme ich immer auf dieser Seite noch zum Beispiel so eine Kunststoffscheibe da. Weil ich kann jetzt da mit der Stoppmutter, oder einer Stoppmutter, kann ich jetzt den Druck, quasi das Ständerspiel einstellen. Und der Kunststoff läuft halt noch ein bisschen besser auf dem Stahl als Stahl auf Stahl. Und darum so eine Kunststoffscheibe, gut Schmutzi an. Und dann dreht das viel angenehmer. Also das heisst, man kann einfach ein bisschen mehr Druck geben auf das ganze Zeug, auf den Ständer, ein bisschen mehr pressen und es läuft aber noch sauber. Eigentlich gerade so, dass es streng läuft und nachher wieder ein bisschen lösen. Dann habe ich nachher die Lampe her, weil die ist früher bei diesen alten Geräten immer unter dem Lenkkopf geklemmt gewesen. Darum auch der Ausschnitt, das zeige ich euch gerade. Also jetzt kommt eigentlich das hier weg. Und jetzt kann man das so. Ich hole natürlich nachher da noch etwas zum drunterlegen. Jetzt hänge ich aber zuerst noch die Federn ein. Da. Aha. Gut, jetzt habe ich ein Seich gemacht. Jetzt hätte ich die Schrauben von dieser Seite durch. Wegen der Federn. Also schaut unbedingt drauf, von welcher Seite dass ihr die Schrauben durchmacht. Gut. Gracias. Das war's schon, du. Ja, der Kriegel hat ja den Motor und alles schon revidiert. Die Rädchen ganz geil. Aber das sehen wir, das ist im nächsten Video. Ja, das täuscht immer, oder? Also eben schnell das Gäbler revidieren. Aber das ist, sie sind zwar sehr, sehr schön, aber recht aufwendig zum Restaurieren. Halt ein paar Büchsli und Zeug. Aber spielfrei natürlich extrem geil. Ja. Sollte das besser sein, hä? Ja. So ist nämlich der Weg näher. Von Hand. Nein, nicht von Hand. Ja, jetzt ist es gegangen. So. Gut. Das ist wichtig, dass er vorne schön einschnappt und hinten gut zieht. Und dann ist es natürlich mega geil. So, jetzt haben wir hier schon den Ständer. Jetzt können wir sie so anstellen. Bevorzugt natürlich hinten, weil so kann er vorne klappen, aber der hebt jetzt richtig gut. Und darum machen wir nach dem Mittag gerade weiter mit der Lampe. Salat, jetzt gibt es nicht viel Gutes zu berichten, aber man muss halt im Alter ein bisschen schauen, oder? Ja, was willst du? Also, wir machen weiter da vorne. Ich montiere jetzt gerade mal da die Schutzblechhalter, die Bügel. Und zwar mache ich jetzt da, es kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich optisch, was ist wichtiger, optisch oder
zum Beispiel einen Reisehobel, dort montiere ich immer alles mit Stoppmütterli, oder? Jetzt aber da weiss ich, das wird wahrscheinlich nicht, da werden nicht 3'000–4'000 Kilometer gemacht im Jahr. Darum gehe ich da natürlich ein bisschen auf die Optik. Das heisst, ich nehme überall Hutmütterli. Ist einfach ein bisschen schöner. Ich hoffe auch, es hat Platz, weil wir haben da natürlich den Bügel. Selbstverständlich Hutmütterli, aber Loctite dran. Und zwar grüne. Da sind sie. Grüne Loctite, einfach so ein bisschen gäbig angeben und dann hebt das auf jeden Fall auch. Das Ding ist natürlich das, wenn man auf Reisen ist. Bei einem Reisehobel kann ja immer mal irgendetwas sein, man kann Platten haben etc. Und wenn man dann natürlich einmal die Schräubchen löst mit dem Loctite und wieder anzieht, dann ist es natürlich weg. Dann müsste man entweder Loctite mitnehmen, aber ich finde es halt einfacher bei einem Reisehobel, wenn man es halt einfach dann mit Stoppmütterli macht. So, jetzt schaue ich schnell, ob das geht, weil das ist ein bisschen speziell natürlich mit dem Bügel da, ob das langt. Ich glaube, dass der Bügel da oben vorne herkommt. Ich glaube, das ist ja so. Ich mache es aber natürlich einmal zusammen und ziehe es noch nicht an, dass wenn es Rädchen kommt, dass man es immer noch schnell könnte wechseln. Nein, das ist ziemlich sicher nicht so. Das ist wahrscheinlich hinten dran. Ja, ist jetzt so schwierig zu sagen. Ja, es lange nicht. Hutmütterli. Lange nicht. Ich sehe, wenn dann der Bügel, der federt da natürlich, der bewegt sich. Und dann, ja, wenn dann hure knapp. Also, das ist ja gleich, wenn es knapp langt, es langt, oder? Das ist ja immer bei diesen Töpfen, gerade wenn man so ein bisschen Kastenzeug macht, das ist immer Platz, das ist immer ein bisschen das Thema. Es ist immer alles sehr, sehr eng halt, weil es so klein gebaut ist. Aber genau darum sind wir dem Hobby ja verfallen. He? Da sehen wir, da ist nochmal ein Loch, da kommt nämlich etwas ganz Geiles noch her. Also allgemein das wichtigste Thema, sichert das Zeug. Entweder Loctite oder Fetterschrauben. Wenn man Stoppmutter nimmt, dann kann man es gewinnt fetten. Und sonst grüne Loctite, blaue, ja, hebt auch. Hebt auch. Ich bin jetzt einer, der halt grüne nimmt. Lieber ein bisschen stabil, oder? Die heißgeliebten Schutzblechreiter. Die sind ursprünglich von der Velo. Aber das macht gar nichts. Sie sind neben dem Töffli sehr, sehr schön. Und darum kommt der eins über. Es passt halt so richtig oldschool. Das ist echt geil. Gut, also, das Schutzblech, das wäre ready. Jetzt machen wir da zuerst noch die Lampe her. Da haben wir jetzt ja genau eben die Scheiben. Da kommt die Scheibe unten an und da haben wir das Näschen, sowie auch da haben wir den Schlitz. Und das ist einfach, dass die Lampe quasi da rein gesichert ist. Eben, sie hat natürlich schon Spiel. Das ist sowieso, meistens ist das Zeugs so abgenützt, dass es gar nichts mehr bringt. So, das Zeug, das ziehen wir jetzt natürlich noch nicht Vollgas an. Jetzt mal schauen, ob es bei der gesehen hat. Also bei dem ist jetzt auch so, das Näschen, das ist schon so ramponiert. Das bringt nichts mehr, aber das kann man dann anziehen, ordentlich, und dann passt das. Und jetzt würde ich sagen, montiere ich mal schnell das Schutzblech da. Ich tue jetzt das einfach hinher und dann sehen wir es. Es ist schon sehr, sehr schönes Gäbeli. Muss ich also schon sagen, mit diesen Schutzblechen und alles. Schon sehr geil. Also, das mache ich jetzt ganz bewusst trocken hier, weil eben ich weiss noch nicht genau, bis es Rädchen kommt, wie das dann wirklich ist. Da macht es jetzt natürlich Sinn, dass man Schrauben von hinten, wenn wir schon überall so Hutmütterchen antun, machen wir doch hier auch eins. Also kehren wir das Ganze um. So. Und jetzt hebt das einmal. Genau, da auch natürlich. Das mache ich jetzt mal einfach so zusammen.
ohne Loctite, bis dann das Finale kommt. Weil da kommt man gut dazu. Und einfach mal ansetzen. Dann nachher habe ich schnell das Rädchen, sehe mal, das passt. Und dann kann ich das ganze Zeug quasi fix anziehen. Ja, es langt. He? Also gut. Es ist schon eine sehr, sehr schöne Partie. Also, ich stehe auf die Gäbeli, man muss es halt einfach restaurieren, sonst ist es ein mega Gewackel. Aber die sind wirklich schön. Also wenn wir jetzt das anschauen, natürlich da mit dem Flügelschutzblech etc. Es ist schon sehr, sehr schön. Natürlich auch die Lackierung unheimlich passend jetzt zu dem Stil vom Moped. Der JL ist ja sehr, sehr auf Oldschool getrimmt. Er hat natürlich auch alles ein bisschen Klamotten, Wehrschaft und auf alten Webmaschinen und so weiter. Im nächsten Video übrigens, wenn wir Motor und Räder einbauen, ist er da und dann können wir dann auch mal etwas erzählen, wieso dass er so ein Freak ist, was Klamotten angeht. Also dann kann er euch dann mal ein paar Storys erzählen und das passt halt schon unheimlich gut zu ihm, finde ich. Oder? Es ist mega oldschool, es ist hure geil mit dieser Patina-Lackierung. Also ich freue mich sehr auf das Gerät. So, und jetzt kommen wir da zum Heck. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, der Status da auf dem Dings. Muss ich dann nämlich nachher schnell das Rädchen holen. So, da ist natürlich dann der Vorbau, da tun wir auch rein. Der ist schon gefettet, also. So. Ich hole dann halt schnell ein Hölzlis. Also gut. Jetzt kommt hier eigentlich nochmal genau das Gleiche. Mit dem Hinterschutzblech und Gepäckträger. Das macht natürlich einfach Sinn, wenn man da überall Chromstahlschrauben nimmt, weil da hat man nachher einfach Ruhe. Also die faulen drüben weg. Meistens ist es ja so, oder? Also das Ganze ist ja auch ein bisschen verpönt worden so in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen. Oder so bei diesen alten Töpfen auch, dass man das überrestaurieren, so genannt, oder? Dass man das eher eben den Originallack lässt und so weiter. Weil man muss natürlich schon mal einfach einmal sagen, die Töpfe, die sind natürlich gebaut worden, wahrscheinlich nicht für 70 Jahre, sondern man hat einfach dort halt Nachkriegszeit, man hat etwas gebraucht und der Markt war da, hat man das gebaut. Aber eben, es ist natürlich, die Dinger haben jetzt schon 60 bis 65 Jahre und das ist halt schon verrückt, oder? Also das Zeug ist schon einfach noch, ich behaupte sogar, die haben das früher billig gebaut, weil es nichts kosten durfte, oder? Aber das war halt für sie billig gebaut. Das ist schon geil, oder? Wenn man jetzt gerade bei dem hat man da sehr schönes, das ist natürlich nicht bei allen so, das sind so Lötmuffen, das ist ein Gussteil. Und nachher kommt da das Rahmenrohr rein, dann ist das verlötet worden, oder? Und ich behaupte einfach, das war früher billig gewesen. Merkt ihr etwas? Also es hat sich schon geändert und jetzt restaurieren wir das Zeugs und teilweise muss man natürlich schon sagen, es wird schon überrestauriert. Also das Zeug, es wird verstärkt und verbaut und verbessert und. Das ist früher natürlich schon nicht so gewesen. Aber ist ja schön. Ist ja schön, wenn man das erhalten kann. Das kommt gut. Jetzt mache ich so eine Teflonscheibe, so eine Kunststoffscheibe zwischendrin. Einfach, weil das sehr, sehr wenig Auflagefläche hat. Und oben aber wieder normale. Und ganz klar, original ist es natürlich andersrum gewesen, die Mutter drin, aber wie gesagt, schön mit Hutmutternoptik. Und das ziehen wir jetzt gerade durch. Darum finde ich, darf man das ruhig auch da oben machen. So, jetzt zieht es da schön die Kunststoffscheibe ein bisschen zusammen und dann haben wir natürlich nachher eine grössere Fläche. Dann da, die kommen auch aussen an, genau. Die kommen mit dem Gepäckträger. Also, und da machen wir jetzt eigentlich genau dasselbe. Jetzt schauen wir aber noch mal schnell, ob da die Schrauben durchpassen. Ja, das ist halt bei diesem Stil. Eben, es geht natürlich viel. Es ist halt alles viel knauer. Das ist schon noch schön, das gefällt mir schon noch, muss ich sagen. Also die Inox-Hutmütterli, das ist recht eine geile Sache. Da. Aber ich bin eben mal darum,
mache ich das nie mehr beim Reisehobel. Ich bin mit dem Görike, einer der allerersten Umbauten, die ich gemacht habe, habe ich eben auch alles Hutmütterli montiert, oder? Ah, schön, Freude, ich habe wie verrückt. Und gut, dann ab auf Polen mit dem Ding. 1600 Kilometer in 6 Fahrtagen. Und was ist passiert? Genau das. Platte gehabt, einmal, also das ist ja nicht wahnsinnig schlecht, das ist wirklich gut gelaufen sonst. Platte gehabt, dann musste ich den Seitenschutz plus Bremsankerplatte demontieren, um die Platte zu reparieren natürlich. Der Loctite nicht mitgenommen. Die habe ich vergessen. Ich dachte, ja, hebt ja. Und dann ist mir genau das passiert. Es ist mir da unten, die Schraube von der Ankerplatte hat sich gelöst. Dann habe ich beim nächsten Mal bremsen mit etwa 32 km/h, dann war es etwa das Doppelte. Mit einem 60er bin ich auf diese. Dann hat es mir die Ankerplatte da rundherum geschlagen. Und seitdem nehme ich nur noch Stoppmutter. Also der ist mir geblieben. Das war wirklich eine sehr, sehr enge Geschichte dort. Das war recht übel. Und darum gibt es das nicht mehr. Reisehobel, Hutmütterli, bei mir absolutes No-Go. Der ganze Rahmen hat es verschlagen hinten, alles krumm, oder? Die Ankerplatte, wenn die dort einmal rundherum geht. Und natürlich das Übelste ist eigentlich, das Rad blockiert geht sofort. Mit 60 geht das Rad blockiert. Ja, gibt einen Striemen, was nicht so wild ist, aber kann natürlich auch richtig in die Hose, wenn man nicht vorbereitet ist, sowieso. Schon wieder etwas drauf. Ja, so sieht das aus bis jetzt. Das müssen wir dann da noch einhängen. Natürlich nach dem Lackieren. Und wie gesagt, nächstes Mal ist der Roger dabei vom JL, von ihm, wo das Projekt ist. Und da freue ich mich besonders darauf, dass er uns mal ein bisschen von seiner Story erzählen kann. Weil er ist ein absoluter Freak. Also was wir mit Töffli machen, macht er mit Klamotten. Und ihr könnt also gespannt sein. Das wird ein richtig schönes Stück. Den Tank habt ihr ja auch schon gesehen. Das in Kombination mit dem ganzen Zeug, Motor und Rädchen, ist alles noch erst verchromt, Erstlack, rostig, aufarbeitet, richtig geil. Das seht ihr alles im nächsten Video. Freut euch drauf. In 2 Wochen. Es ist ja noch einmal ein Work dazwischen. Und ich würde sagen, schreibt mal, wie es euch bis jetzt gefällt und macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.